Borussia Dortmund ist mein Verein, das ist meine Stadt. Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich auch Kapitän dieses Vereins sein durfte. Ich kriege fast Tränen in den Augen, das war wunderschön. Höhenangst darf man hier aber nicht haben, ne? Ach, gucke mal, ich begrüße den Älteren zuerst. Ne? Josef, eine riesige Freude. Schön, dass wir uns mal wiedersehen, Präsident. Sicher. Hi. Hi. Schön. Ja. Ja. Wunderbare Location hier. Ne? Lieber Michael, wir sind hier auf dem Skywalk der stillgelegten Hochofenanlage Phoenix West. Und wir wollen die Geschichte Dortmunds, ein Stück Geschichte Dortmunds, mit deiner Geschichte beim BVB heute verbinden. Ja, super, sehr eindrucksvoll. Ich muss auch sagen, ich bin das erste Mal hier. Bin schon ein paar Mal vorbeigefahren, aber noch nie hier oben auf dem Skywalk gewesen. Und wenn man dann hier das Panorama sieht, da hinten unser Stadion, Florianturm, das ist schon sehr eindrucksvoll und gigantisch. Ne? Es ist natürlich unmöglich, deine 44 Jahre bei unserem Verein jetzt Revue passieren zu lassen. Dazu bräuchten wir Jahre, denke ich einfach. Wir wollen aber gerne das meiste haben wir ja vergessen, glaube ich, in dem Alter. Aber wir wollen Meilensteine, deine und die Entwicklung des Vereins der letzten 4 Jahrzehnte heute mal betrachten. Deshalb sind wir direkt hier ganz in die Höhe gegangen. Du sagtest es, du warst noch nie hier und der Ausblick einfach eine Sensation, ne, oder? Ja, wunderbar. Also man hat einen 360-Grad-Überblick über Dortmund. Ich kann irgendwo abschätzen, wo ich auch wohne. Herrlich. Und wenn man dann hier noch dieses stillgelegte Stahlwerk sieht, das ist Wahnsinn. Und ist ja ganz eng auch mit der Geschichte von Dortmund auch verbunden. Ne? Michael, ich kann mir vorstellen, als der junge Michael Zorc 1978 zum BVB kam, da wollte er auch hoch hinaus, so wie wir jetzt. Was waren damals deine Träume, als du zum BVB gekommen bist? Ja, eigentlich die Träume gab es schon vorher. Ich glaube, das ist jetzt 47 Jahre her, als ich das erste Mal auf der Südtribüne stand. Das war zu Zweitliga-Zeiten. Göttingen 05 und so hat er noch bei uns gespielt. Das Stadion war noch nicht ganz so groß, wie es jetzt ist. Aber da war der erste Traum natürlich irgendwann als Spieler vom Vorortclub TuS Evingen-Lindenhorst überhaupt zum BVB zu wechseln und auch Profi zu werden. Das war eigentlich der erste Traum, den man als Kind, den man als Schüler hatte, als Jugendlicher. Und dann, als ich dann hinterher zum BVB kam, 78, habe ich noch 3 Jahre in der Jugend gespielt. Und wenn du in der Jugend spielst, willst du Profi werden. Und das ist dann Gott sei Dank 1981 geschehen. Habe da meinen ersten Vertrag bekommen. Reinhard Raubal, damals Präsident, der hat den ersten Vertrag von mir unterschrieben. Und wir sind dann direkt auch in der ersten Saison, haben wir uns nach 16 Jahren wieder mal für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert. Branko Cebec war der Trainer. Und da hat man natürlich schon gespürt, oh, erstes Spiel übrigens gegen Glasgow Rangers, leider auch ausgeschieden. Ja, das ist die Geschichte. Wir haben nicht nur gewonnen, ja, natürlich meistens, aber nicht nur. Und da ist man so ein bisschen hungrig geworden, dass man mit dem BVB auch mehr erreichen will, dass man vielleicht auch mal einen Titel holt, dass man dann hinterher das, was wir dann auch geschafft haben, um den Borsigplatz fährt und hier 500.000 Menschen in der Stadt glücklich sieht. Und als du das erste Mal als Junge auf der Südtribüne gestanden hast, ist das richtig meine Information, da hattest du einen Schal um, den deine Oma gestrickt hatte. Meine Oma hat den gestrickt, genau. Damals hat man noch nicht alles gekauft, wurde auch noch viel selbst gemacht in den 70er Jahren. Und den habe ich dann natürlich voller Stolz getragen da in Schwarz-Gelb. Ja. Im ersten Teil des Interviews, Michael, wollen wir uns mit deiner aktiven Karriere beschäftigen. Und dafür gehen wir jetzt mal an einen ganz speziellen Ort. Okay.
Ja, wir sitzen jetzt direkt vorm Hochofen. Michael, kannst du dir vorstellen, warum? Also, Hitzkopf. Ich bin kein Hitzkopf. Feuriger Charakter. Ich bin eigentlich besonnen. Ne? Seit wann? Der Hochofen ist natürlich das Herz der Anlage, der Motor. Findest du dich da vielleicht wieder? Deine Position damals auf dem Feld, deine Position? Ja, kann man ja durchaus, wenn man jetzt eine Mannschaft betrachtet, ist ja auch im Prinzip das Mittelfeld das Herz der Mannschaft, Herzstück der Mannschaft, auch der Mittelteil. Und ja, da wo die Energie ist und das sitzen wir natürlich hier vor einem geschichtsträchtigen Ort. Ne? Michael, 1981 hast du dein Debüt in Schwarz-Gelb gegeben. Eigentlich müssten wir sagen für Schwarz-Gelb, denn du hast in Rot-Weiß gespielt als war ein Auswärtsspiel. Ein Auswärtsspiel in Bremen bei Werder. Sicher ein ganz besonderes Spiel, das erste. Und wir haben noch ein paar nennenswerte Premieren zusammengestellt, auf die wir jetzt mal schauen wollen. Ja, sicher reingemacht. Michael, an welche der gesehenen Spiele aus deiner Anfangszeit hast du noch die besten oder besondere Erinnerungen? Ja, natürlich immer ans erste Spiel, das ist ja klar, auch wenn wir das verloren haben. Wahrscheinlich bin ich deshalb reingekommen, dann irgendwann in der zweiten Halbzeit für Hans-Werner Eggeling, damals ja Spitzname Rakete Eggeling, weil er so schnell war. Und natürlich an das erste Spiel bei uns im Stadion. Dann ist mir auch noch im Kopf die Vorlage gelungen. Ich glaube, Bernd Klotz macht dann das 1-0, das Spiel geht 1-0 aus. Das sind die Sachen, die immer noch im Kopf sind und die man dann auch nicht vergisst. Welche Spieler waren zu Beginn deiner Karriere die Teamkollegen, an denen du dich orientiert hast und von denen du am meisten gelernt hast, die vielleicht auch eine Vertrauensperson waren? Ja, natürlich die älteren, erfahrenen Spieler möchte ich vielleicht nennen. Einmal Manni Burgsmüller, der damals, glaube ich, auch die 8 noch getragen hat. Und deshalb bin ich mit der 7, laufe ich da noch rum in den ersten Spielen. Rolli Rüssmann auch, an dem man sich orientieren konnte, der ein Vorbild war an Einstellung und von dem man sich abschauen konnte. Der war damals auch schon über 30 und er ist nach jedem Training noch auf dem Platz geblieben, hat Kopfbälle geübt und da habe ich mich immer angeschlossen. Also den konnte man sich orientieren. Mirko Votava, super Spieler damals. Aber auch natürlich die Jungen, wir waren ja 3 junge Spieler, Ralf Lohse, Erdal Keser und ich. Wir sind zusammen quasi aus der Jugend in den Profibereich gekommen, haben dann auch oft gemeinsam auch sogar gespielt. Branko Cebec war da auch mutig und hat die Jungen gebracht. Und ja, das sind die Jungs, an die ich mich sehr gut erinnere. Ne? In der Saison 88, 89 dann der nächste Karriereschritt. Du wurdest Kapitän von Borussia Dortmund. Was war das für ein Gefühl, als Dortmunder Junge deinen Herzensverein, deinen BVB aufs Feld zu führen? Ja, eine besondere Ehre war es in erster Linie, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, Frank Mehl war mein Vorgänger zu diesem Zeitpunkt. Ich war noch relativ jung, Mitte 20. Habe dann da die Binde
Binde übernommen und auch einige Jahre wirklich mit Dankbarkeit getragen. Ein Jahr später dann unseren ersten richtig großen Auftritt in Berlin. Da der Held sitzt da, der uns zum Titel geschossen hat und der den ersten größeren Titel der Neuzeit wieder im Prinzip nach Dortmund gebracht hat. Das hat ja auch so eine Initialzündung ausgelöst und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich auch Kapitän dieses Vereins sein durfte. Nobby, der Michael war ja auch dein Kapitän. Was war Michael für ein Kapitän? Was hat ihn in dieser Rolle ausgezeichnet? Wie hast du ihn erlebt? Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe für. Als erstes sicherlich, dass er ein ausgezeichneter Fußballer war, im Mittelfeld gespielt hat, eine Mannschaft lenken konnte. Er hatte einen guten Draht zur Mannschaft, zum Präsidium, zum Trainer, sodass er eigentlich ideal dafür geeignet war, der Kapitän von Borussia Dortmund zu sein. Das hat er ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre hast du das jetzt gemacht? Ja, ich glaube 9 Jahre dann am Ende, also bis 97. Folgerichtig hat das dann auch sehr lange gedauert. 2 Zahlen, Michael, die sich bei jedem BVB-Fan ins Gedächtnis eingebrannt haben. Das sind 463 Bundesligaspiele, die dich zum Rekordspieler des BVB machen. Und wahrscheinlich wird es immer so bleiben. Und deine 131 Tore in der Bundesliga sind ausschließlich und nur einmal von Manni Burgsmüller getoppt worden. 3 Top-Leistungen deiner ehemaligen Karriere haben wir noch mal aus dem Archiv gekramt. Hast du die Spiele und Tore noch auf dem Schirm gehabt? Also ein bisschen gut, wenn du in einem Spiel schon mal 4 Tore gemacht hast, ist ja auch nicht so oft passiert. Das behält man dann schon. Und das war, glaube ich, 1988. Wir waren nicht so gut in der Tabelle gestanden damals. Und mit diesem Sieg gegen Bayer Uerdingen haben wir uns dann wirklich, sag mal, von den Abstiegssorgen da schlussendlich befreien können. Und das weiß man natürlich, wenn ich 3 oder 4 Tore schieße, sind immer mindestens ein Elfmeter dabei. Das ist auch klar. Also nicht so viel der Ehre hier. Ja, aber klar, das habe ich noch im Hinterkopf. Auch 3 Tore auswärts in Hamburg, 4-0 Sieg. Matthias Sammer macht das 1-0 in diesem Spiel. Und die Tore gegen Schalke, die sind natürlich immer besonders schön. Vor allem, wenn man sie dann vor der Südtribüne erzielt. Das waren ja nur 3 von knapp 600 Pflichtspielen, die du für unseren geliebten BVB gespielt hast. Sind dir noch andere Spiele in Erinnerung geblieben, bei denen, also jetzt nicht die Spiele, wo du einen Titel geholt hast oder sowas? Gibt es noch Spiele, wo du sagst, boah, yo, das war was Besonderes? Ja, was mir spontan einfällt, weil es unheimlich emotionaler Moment für mich war, das war ein Heimspiel gegen Auxerre ich meine, bei UEFA-Pokal. Das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall kriegen wir kurz vor Ende einen Elfmeter und den verschieße ich in dem Moment.
und macht dann aber 3 Minuten später per Kopf, glaube ich, das 2-0. Und wir brauchten auch diese 2 Tore, um weiterzukommen. Und das war brutal. Also da weiß ich noch, da habe ich in der Kabine hinterher gesessen, habe geheult, weil ich habe so die Anspannung gespürt, dass ich Angst hatte mit diesem verschossenen Elfmeter, dass wir einfach hinterher es nicht schaffen und ausscheiden. Ich wusste gar nicht, dass du einen Elfmeter verschossen hast. Ja, ist auch mal passiert, Norbert. Ich sehe es noch vor mir auf die Nordtribüne. Genau, Ja, richtig. Elfmeter Ja. Und dann kriegen wir eine Ecke von der linken Seite. Richtig. Und dann, ja. Lass uns ins Jahr 1995 zurückspringen, denn dann war es endlich soweit. Nach 32 Jahren ist Borussia Dortmund wieder deutscher Meister und 1996 gelingt das Kunststück nochmal. Beide Titel tragen auch ganz entscheidend deine Handschrift. Denn in beiden Spielzeiten hast du mit 15 Toren die meisten Torschüsse deines Teams erzielt, als Nummer 8. Bevor wir darüber sprechen, lassen wir noch ein paar Teamkollegen der Meistermannschaft zu Wort kommen. Lieber Zorgi, die Rente hast du dir verdient. Es war eine legendäre, erfolgreiche Zeit. Sowohl als unser Captain, den du sehr gut erfüllt hast, wie natürlich jetzt auch als Manager. Glückwunsch nochmal für die ganzen Jahre. Es war toll mit dir. Wir hatten so brillante Momente mit den Meisterschaften, mit Champions League, unsere legendären Trainingslager wo war es noch? In Rio und in Costa Rica. Die sind unvergesslich. Also hast du mal gute Prämien rausgehandelt, natürlich nicht die Summen, wie wir heute haben, aber du warst ein Guter. Also ich wünsche dir alles Gute. Genieß die Zeit mit Jolla und deinen Kindern und mit allen Freunden. Ich hoffe, wir sehen uns dann oft genug mal auch zum Golfen. Alles klar. Also schöne Rente und bis bald. Es gibt eine Sache, um die beneide ich dich und eine Sache, um die bewundere ich dich. Ich beneide dich um den DFB-Pokalsieg 89. Ich meine, wir haben unsere großen Erfolge alle gemeinsam gefeiert, aber nicht den Titel, den hätte ich schon auch gerne geholt, aber mit Sicherheit ein großes Highlight auch in deiner großartigen Karriere. Und ich bewundere dich für den Elfmeter 1986 zum 1-1 gegen Fortuna Köln. Ich glaube, du warst noch relativ jung, hast den da reingehauen. Ich glaube, hättest du den nicht gemacht, dann würde ich jetzt hier nicht stehen können und dir zu über 40 Jahren zu gratulieren als Spieler und als Sportdirektor. Also das Ding war einfach großartig. Ich war selber im Stadion direkt hinterm Tor. Und die SPD hat in ihren Räumlichkeiten eine Willy-Brandt-Statue. Ja, ich bin hier in der Geschäftsstelle, wir bräuchten eigentlich eine von dir und ich kann es mir auch immer noch nicht so richtig vorstellen, dass du dann hier beim BVB nicht mehr da sein wirst. Und ich glaube, wir werden dich verabschieden und am Montag bist du dann hier und es wäre nichts gewesen. Dementsprechend sage ich nicht Bye-bye, sondern Grüße an die Familie. Bis später, Borussia. Ja, da war ja jetzt einiges bei. Unter anderem die beiden lügen können. Die unvergessenen Trainingslager in Rio und Costa Rica. Da würden wir jetzt natürlich gerne mal ein paar Details hören. Ja, das war früher. Das war beides mal im Winter, na klar, sonst fährst du nicht unbedingt im Sommer dahin, wobei man dort gemerkt hat, es war dort Sommer in Rio und die ganzen brasilianischen Mannschaften sind nach Europa geflogen ins Trainingslager. Aber wir darunter, war sehr heiß. Damals war es ja noch so, dass die Winterpause länger war und du dann oft erst im Februar angefangen hast mit der Rückrunde. Deshalb hatte man Zeit dort nach Rio, Costa Rica und einmal waren wir sogar auf den Bahamas mit Ottmar Hitzfeld. Also man muss sagen, nach dem Trainingslager in Rio sind wir deutscher Meister geworden. Ja. Also das kann man... Also das immer wieder in die Hitze. Ja, ich weiß noch, wir sind sogar einige irgendwie 10, 12 Tage dahin und die erste Woche sind die Frauen mitgekommen. Julio César aus Brasilien, der kannte das nicht so richtig und hat sich dann geweigert, in dieses Trainingslager zu kommen, solange wie die Frauen da sind. Also der ist dann erst hinterher mit Zeitverzögerung nachgereist, weil das ist ja kein Trainingslager, wenn die Frauen dabei sind. Ja? Und wir haben natürlich, Ottmar hat dann gute Balance gefunden, morgens trainiert, nachmittags dann auch mal ein bisschen Freizeit oder ein bisschen Sightseeing dort gemacht und weil man einfach die Zeit hatte, danach noch ein richtig
professionelles Trainingslager zu machen und immer noch genug Zeit, sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Und so schlimm war es nicht, wie gesagt, weil sowohl als wir dort in Rio waren und ich glaube ein Jahr später auf den Bahamas, das waren die Meisterjahre. Ja. Also, vielleicht soll man das nochmal überdenken. Ja, das wird natürlich jetzt mit diesem Timetable ist es ein bisschen, mit dem Rahmenterminkalender ist es ein bisschen schwieriger geworden. Ja, vielleicht können wir, Sebastian wird ja sicherlich auch die Sendung sehen. Aber ich werde ihn mal vorschlagen. Ganz genau, meine ich. Da soll man mal wieder dran gehen. Und dass Giulio das so gemacht hat, das hätte ich jedem zugetraut, nur nicht ihm. Du hast so viel gewonnen, Michael, aber wo rangiert die Meisterschaft 1995 in deinem persönlichen Ranking, nachdem, wie Josef eben schon sagte, sie nach 32 Jahren erstmals wieder nach Dortmund geholt wurde? Die Meisterschaft ist für mich ein sehr wertvoller Titel, weil es eben dann die Leistung eines ganzen Jahres widerspiegelt, nach 34 Spieltagen. Und wenn man jetzt diese beiden Meisterschaften vergleicht, dann war 95 sicherlich emotional vergleichbar mit 89. Ja, aber das war wunderbare Gefühle. Die Stadt ist explodiert, der Verein ist explodiert. Als wir dann da den Titel zu Hause gegen den HSV 2:0 gewonnen, das letzte Spiel fix gemacht haben. Damals der große Konkurrent war nicht Bayern München, sondern Werder Bremen, die Vizemeister geworden sind. Die verloren dann ausgerechnet in München übrigens am letzten Spieltag, wenn ich das jetzt noch mit den grauen Zellen richtig hintereinander kriege. Das war ein sehr emotionaler Titel, weil wir auch wunderbaren Fußball, insbesondere in der Hinserie gespielt haben. Mit Andi Möller, Flemming, Pausen, Chapuisat. Das war ein Fußball wie vom anderen Stern, muss man sagen. Und das zweite Jahr, das als Meisterjahr 96, das war für mich ein besonderes, weil es so eine Bestätigung war. Ja, also weil das hat man uns vielleicht auch nicht zugetraut. Dann kam eben auch Bayern immer mehr auf. Die lassen sich das ja auch nicht lang gefallen dann. Und wir konnten diesen Meistertitel sehr souverän bestätigen, wurden, glaube ich, schon am 32. Spieltag Meister. Und da warst du sehr stolz, dass du das so wiederholen konntest. Ja, das war emotional dann leicht abgedimmt, aber du hast ein sehr gutes inneres Gefühl dabei gehabt. Ne? Du hast es gerade gesagt, Meisterschaft 96 folgte, 97 dann Champions League und Weltpokal. Wodurch hat sich der BVB in dieser Zeit besonders ausgezeichnet? Da hat man so richtig gemerkt, dass dieser Club eine ungeheure Dynamik entwickeln kann. Eine Dynamik, die sich ergibt. Es gibt ja wenige Städte in Deutschland, wo die Stadt und die Einwohner so eng verbunden und so direkt mit einem Club leben, wie das hier in Dortmund der Fall ist. Vielleicht noch hier ein paar Kilometer weiter auch ist das auch so der Fall, wenn auf einem anderen Niveau. Aber das ist das Besondere an Dortmund. Und dadurch entwickelt sich auch eine Schubkraft, die dich treibt. Und wir haben da gelernt, Dinge zu Ende zu führen und zu Ende zu bringen. Und das war eine schöne Symbiose zwischen dem Verein, der Stadt, den Spielern. Auch damals wurde schon viel Geld verdient und trotzdem hat das hervorragend funktioniert. Ottmar Hitzfeld hat es verstanden mit unterschiedlichen Interessenslagen und die hat er geschafft, auf ein Ziel zu fokussieren und dann auch die richtigen Schritte einzugreifen. Michael Mayer, Dr. Niebaum dabei. Also das war komplett auf den Erfolg da noch ausgerichtet. Ne? Dass wir jetzt hier sitzen und über 44 Jahre in Schwarz-Gelb sprechen, Michael, liegt ja nicht nur in Titeln und Trophäen begründet, sondern vor allem, weil du dich im Herbst deiner Karriere, der ja nicht immer ganz leicht war. Weil ich keine Angebote habe, willst du sagen? Letztlich, da hast du dich letztlich immer für den BVB entschieden. Ernsthaft die Frage, warum war Dortmund, warum war der BVB letzten Endes trotzdem stets attraktiver für dich als eine neue Herausforderung anderswo? Ja, weil komme ich
zurück an den Anfang unserer Geschichte, weil es ja für mich dann irgendwo auch ein gelebter Traum war, hier in diesem Club zu spielen, auch hinterher die andere Tätigkeit als Sportdirektor einzunehmen. Aber natürlich als Spieler hat es sich dann auch so dargestellt, dass wir natürlich beginnend mit 89, Mitte der 90er Jahre, auch die erfolgreiche Zeit war dann auch schon zum Ende eher meiner Karriere. Und trotzdem gab es Momente, Ottmar, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber hat mich dann doch ein paar Mal auf die Bank gesetzt. Wahrscheinlich zu Recht, aber für mein damaliges Empfinden völlig unverständlich. Zu häufig. Und dann habe ich überlegt, willst du denn hier? Dann gab es auch Angebote, weil ich natürlich dann auch die Unzufriedenheit konnte mir dann auch anmerken. Dann gab es Gespräche mal mit dem HSV, der damals eine große Nummer war, auch mit anderen Clubs. Ganz am Ende nochmal wollte mich Horst Köppel nach Japan locken, zu den Red Urawa Diamonds, damals der beste Club. Und ja, dann fand sie natürlich im ersten Moment attraktiv, aber wenn ich dann wirklich hingesetzt hast und das auch durchgesprochen hast, auch in der Familie, hast du dich dann immer wieder dazu entschlossen, ne, hier bleibe ich und hier ist mein Weg noch nicht zu Ende. Ne? Nach 17 Jahren Profifußball bei Borussia Dortmund geht dann im Sommer 1998 deine aktive Spielerkarriere zu Ende. Wenn du zurückblickst, würdest du mit dem Wissen von heute in deiner aktiven Karriere irgendetwas anders machen, als du es gemacht hast? Ach, A, ist das müßig, darüber jetzt nachzudenken. B, ist es schon so lange her, weiß ich nicht. Nein, eigentlich war das ja gerade am Ende. Guck mal, als ich 97, als wir Champions League-Sieger wurden, da bin ich in dem Sommer 35 Jahre alt geworden. Also bin mit 35 Weltpokalsieger geworden. Also ganz viel war da auch nicht mehr. Da war man schon im Spätherbst der Karriere, würde ich mal sagen. Also insofern war es ja richtig, beim BVB geblieben zu sein, weil die Meisterschaften 95, 96 habe ich auch dann mit 32, 33 dann erst errungen und ist quasi ein Spätberufener geworden. Aber ich glaube, es war dann richtig, weil ich weiß nicht, ob ich eine ähnliche Karriere und ähnliche Erfolge dann bei einem anderen Club, beim Vereinswechsel genommen hätte oder gemacht hätte. Ja. Ne? Vom Trainingsplatz ging es dann in die Geschäftsstelle und für uns geht es jetzt vom Hochofen an einen anderen interessanten Platz. Wir sitzen jetzt im Windenhaus. Von hier aus wurden die Wagen gesteuert, die Rohmaterialien per Seilwinde über den Schrägaufzug in den Hochofen beförderten. Du hast gelernt noch. Josef, ne? Statt Rohmaterialien, Michael, und jetzt kommt ja der eigentliche sprachliche Gag. Statt Rohmaterialien hast du nach deiner Karriere immer wieder Rohdiamanten in den Kader von Borussia Dortmund was für ein geführt. herrliches Wortspiel. Wann ist eigentlich in dir der Gedanke gereift, nach deiner aktiven Karriere den Wechsel in die Geschäftsstelle zu vollziehen? Schon im Laufe der aktiven Karriere. Irgendwann, wenn der 3 davor steht als aktiver Spieler, stellst du ja die Frage, wie soll das weitergehen danach? Und dann hast du im Prinzip, wenn du im Fußball bleiben willst und auch verantwortlich bleiben willst, dann hast du 2 Möglichkeiten. Du wirst Trainer oder du gehst in den Club und wirst Sportdirektor oder eine ähnliche Funktion. Und da ich das wirklich so, mich in Dortmund halt sehr wohl gefühlt habe und Familie auch gerne in Dortmund bleiben wollte. Meine Frau ist auch in Dortmund geboren, wir haben uns hier kennengelernt.
habe ich mich dann auch für den zweiten Weg eben entschieden, Sportdirektor zu werden. War auch damals eine Berufsgattung, die sagen wir mal, im Aufstreben war. Früher gab es das ja nicht. Da hast du einen Präsidenten und einen Trainer gehabt und die haben alles dann irgendwie beim Bier abends geregelt. Und Obmann, Hauptgeschäftsführer und was ist, ja. Dann wurde das ja alles professioneller und auf breitere Beine dann auch oder auf mehrere Beine gestellt und auf eine breitere Basis. Wie gesagt, die wirtschaftlichen Zusammenhänge haben mich dann auch neben den sportlichen auch immer interessiert und so, glaube ich, war das eine ganz gute Veranlagung auch. Und ja, als Trainer ist es halt schwierig, so lange an einem Ort zu bleiben, wenn du da ganz nach oben willst. Und deshalb war für mich das relativ klar, dass ich diesen Weg einschlagen wollte. Michael, was hat dir denn in der neuen Funktion, als du Sportdirektor wurdest, geholfen, dass du aktiver Profi lange Jahre warst? Und was musstest du noch am meisten lernen in der neuen Funktion? Ja, du hast natürlich die Sichtweise der Spieler, die hast du gerade in den ersten Jahren noch sehr stark in dir das sollte man auch immer versuchen beizubehalten, aber natürlich dann die Vereinsbrille, die doch dann auch oft anders ist, als wie es jetzt die Mannschaft oder der Spieler sieht. Wenn du Glück hast, ist es nicht komplett diametral gegeneinander, sondern trifft sich irgendwo. Die beiden Sichtweisen zu vereinen, ist dann die Aufgabe. Und ja, ich hatte ja die Situation, dass ich mit vielen Spielern noch zusammengespielt habe, die weitergespielt haben, auch Größen wie Stefan Reuter, Jürgen Kohler, die damals bei uns waren, ich weiß nicht, 4000 Länderspiele gemacht haben. Also und mit denen musstest du dann auch über Verträge sprechen, manchen auch sagen, guck mal auf die Uhr, du bist auch nicht mehr der Jüngste. Und hast ja, oh, so viel hast du verdient, hast du dann auch gesehen. Also das war eine interessante Zeit. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Josef, du hast den Wechsel von Michael ins Management unmittelbar verfolgen können. Wie hast du Michael in dieser Phase erlebt? Ja, ich habe Michael eigentlich vom ersten Tag an, so wie ich ihn bis heute kenne, kennengelernt als klar strukturiert in seinen Gedanken, seinen Überlegungen, kein Träumer, kein Schwätzer und durchaus mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein gesegnet. Aber das konnte er sich auch erlauben. Das soll jetzt hier keine Werbebotschaft sein, Josef. Der erste Transfer, Michael, den du nach Dortmund geholt hast, das war ein uns allen unbekannter 20-jähriger Brasilianer namens Leonardo de Deus Santos, DD. Und das war Michaels erster Transfer. Wir waren im Trainingslager im Westerwald, als er mit dem auftauchte. Und was aus DD geworden ist, muss ich keinem BVB-Fan erklären. Und deshalb konnte Michael auf dieser Basis auch ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Mehr möchte ich jetzt nicht Positives sagen. Und übrigens auch mit einem Hammer-Humor ausgestattet, muss man auch sagen. Ja. Was hast du nicht alles für Top-Transfers für den Verein erledigt? Nicht nur. Aber sehr viele. Und eine kleine Auswahl davon haben wir jetzt mal für euch zusammengestellt.
Alle Top-Transfers von dir jetzt aufzuzählen, das würde die Sendung sprengen. Welche Transfers von Spielern, die du zum BVB geholt hast, sind dir besonders in Erinnerung geblieben? Das muss man so ein bisschen die unterschiedlichen Zeiten und Perioden unterscheiden. Natürlich damals die Jungs, die wir für relativ kleines Geld zum BVB geholt haben. Kagawa 350.000 Euro, Robert Lewandowski, ich glaube 4,5 Millionen, İlkay Gündogan 4 Millionen, die dann hier ihre Marktwerte verzichtfacht haben. Ich glaube, Manny Bender habe ich eingetauscht mit einem anderen Spieler mit 1860, der hat gar nichts gekostet. Ja, also das waren auch Glücksgriffe, die sich dann bei uns entwickeln. Lukas Piszczek kam ablösefrei zum BVB. Das waren natürlich tolle Jungs und auch tolle Charaktere, die es dann Jürgen und mir dann auch einfach gemacht haben, mit den Jungs zusammenzuarbeiten und diese Mannschaft da eben aufzubauen, die dann 11-12 Meister wurde und dann in Champions League Endspiel gelaufen ist. Ne? Du kannst ja jetzt ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Es geht ja so langsam auf die Zielgerade mit deiner Tätigkeit als Sportdirektor. Gibt es einen Transfer, der vielleicht nicht zustande gekommen ist, worüber du dich heute ärgerst? Kevin De Bruyne hat zum Beispiel mal gesagt, er wäre sehr gerne zum BVB gekommen. Ja, da gab es auch schon einen Vertrag. Ich meine, es war 2013, er war damals Spieler von Chelsea. Und wir haben uns dann intensiv um ihn bemüht. Toller Spieler, sieht man ja heute noch, kurft ja heute noch rum. Und dann sind wir, Aki und ich, Chelsea war im Euroleague-Endspiel und das Endspiel war in Amsterdam. Dann sind wir zu diesem Endspiel gefahren, haben uns dort mit der Verantwortlichen Marina, die damals die jetzt auch noch die Leitung von Chelsea hatte, getroffen. Roman Abramovich war nicht da. Wir haben dann gefragt, kommt der Abramovich nicht mehr zum Endspiel? Antwort war, ne, der guckt nur Champions League. Ja, aber war Euroleague-Endspiel. Also auf jeden Fall haben wir dann, den De Bruyne könnt ihr haben, aber wenn wir den Lewandowski kriegen, war dann die Antwort. Und wir würden euch den Lewandowski auch lieber zu Chelsea verkaufen als zu Bayern München. Aber der Junge hat auch was mitzubestimmen, wo er seine Unterschrift drunter setzt. Und dann haben die das so lang blockiert, bis wir im Prinzip, Robert hatte sich dann sehr früh auch für Bayern entschieden, wie man ja heute weiß. Und deshalb ist dieses Geschäft auch nie zustande gekommen. Das war schade, weil es ein toller Fußballer war. Ne? Wir wollen aber jetzt mal über zwei absolute Topstars sprechen und die auch zu Wort kommen lassen, bei denen du es geschafft hast, sie nach Dortmund zu holen. Bei dem einen war es vor knapp 15 Jahren, da hast du das eingetütet, und bei dem anderen erst kürzlich. Ende 2007 saß ich bei ihm zu Hause, ich glaube in der Küche, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube in der Küche, und war einfach sehr beeindruckt von ihm als Persönlichkeit erstmal. Ich kannte ihn natürlich als Spieler, als sportliche oder selber sportliche Legende vom BVB schon. Und dann war er einfach da, eine Persönlichkeit, sehr positiv. Ich glaube, so ist er auch die ganze Zeit geblieben. Also ich glaube, alle nehmen ihn jetzt auch noch so wahr, wenn er kommt in die Kabine, wenn er irgendwie im Bereich ist, irgendwie auf dem Trainingsgelände ist, freut sich jeder, ihn zu sehen. Also niemand denkt sich, oh Gott, schon wieder Michael. Aber dafür ist er auch nicht oft genug da. Sondern es ist so, dass er einfach bei jedem was Positives hervorruft. Und ich glaube, das hat er sich mit seiner Art, also ich glaube, es ist schwierig, so sportlich erfolgreich zu sein, sowohl erst als Spieler als auch dann eben als Funktionär. Und dabei aber sich so wenig darauf einzubilden oder es zumindest so aussehen zu lassen. Und das verkörpert er halt. Also er ist einfach ein unheimlich guter, angenehmer Typ. Man kann mit ihm über Sportliches reden, über Privates reden. Er ist eine Erscheinung, obwohl er es nicht darauf anlegt. Und ich glaube, das ist schon was wert. I can't say a bad word about Zorki. I think, the way he communicated with me before I was even a Dortmund player was like I was one of his own, or one of the Dortmund young players, and I think I was always kind of on the edge, and he was so calm, so relaxed, so honest,
that it really did persuade me in the end. What he had to say, he's done it before. He's a big legend of the club, and when he spoke, I appreciated everything he said. And I've got to be honest, that was probably the deciding factor, how calm he was in the things he said. And we managed to build quite a good relationship before I'd even signed. And then by the time I'd signed, he was always there for me. Still now, he says, if you need anything, come to me. If you want to talk, come to me or anything like that. So yeah, he's just someone that's always there for you and always been there for me since I've joined. So yeah, I can't thank him enough really. Michael, das Bild von Mats Hummels bei dir am Küchentisch, das kriege ich gar nicht aus dem Kopf. Wie müssen wir uns das vorstellen? Der jugendliche Mats sitzt bei dir in der Küche am Tisch und du servierst Butterkuchen und Käfken. Und worüber spricht man dann? Ja, ich weiß gar nicht mehr, was es da gab. Auf jeden Fall haben wir am Tisch gesessen und das war im Winter, im Dezember, kurz vor Weihnachten, 2007, ja. Und er saß dabei mit seinem Vater. Und jeder, der Hermann Hummels gut kennt, der weiß, dass er gerne redet. Und er legte los und redete, bis ich irgendwann mal unterbrochen habe. Ich sage, Hermann, pass auf, ich möchte nicht dich verpflichten, sondern deinen Sohn. Lass dem Mats doch auch mal was sagen. Ja? Und dann hat das gut funktioniert. Und dann haben wir ihn ja erst ausgeliehen vom Bayern. Und hinterher hatten wir dann auch nur ein ganz kleines Zeitfenster. Ich glaube, Jürgen Klinsmann war Trainer, der hat nicht so auf ihn gesetzt und da passte irgendwie die Stimmung nicht so zueinander. Und da hatten wir ein kleines Zeitfenster, wo wir ihn dann auch fest verpflichten konnten und das war sicherlich dann eine hervorragende Verpflichtung, weil Mats dann auch natürlich mit Neven Subotic hinterher, der den Jürgen aus Mainz mitgebracht hat, dann der Kinderriegel, da unsere Meisterverteidigung wurde in den Jahren 11 und 12. Ne? Jetzt würde es mich wundern, wenn die Jude Bellinghams dieser Welt auch jetzt noch bei dir am Küchentisch sitzen. Das heißt, wie hat sich dein Job im Laufe der Jahre verändert? Der hat sich wirklich verändert. Dieser Transfer hat, glaube ich, einen Vorlauf von 1,5 Jahren. Das glaubt man gar nicht, weil Jude noch so jung ist. Aber ich glaube, mit 15,5 haben wir das erste Mal in den Jugendländerspielen der Engländer gesichtet. Wir haben irgendwann eine Abteilung Top-Talente-Scouts gebildet bei uns, also die sich ausschließlich mit den absoluten Top-Talenten in Deutschland, aber eben auch in Europa, in Frankreich, in England, Spanien, Portugal insbesondere, um die Talente der 15- bis 17-, 18-Jährigen kümmert, weil so früh musst du dann rangehen, um diese Jungs zu verpflichten, bevor sie ihre ersten langfristigen Verträge dann auch unterschreiben. Und da hat unsere Abteilung hervorragende Arbeit geleistet, auch unser heutiger Chefscout Markus Pilawa mit dabei und Jude ist dann wirklich mit seinem Vater, manchmal der Vater alleine, der war bei Bayern München, der war bei Juventus Turin, der war bei Chelsea, der war bei Man United, der war bei Ajax Amsterdam, auch ein besonderer Club in der Akquise dieser jungen Spieler. Und dann, weiß ich noch, gab es ein letztes finales Gespräch, da bin ich mit Markus Pilawa, sind wir nach Birmingham geflogen, ich glaube, das war im Januar 2020 dann haben wir uns getroffen in einem Flughafenhotel direkt mit Jude zuerst. Am Ende kam der Vater, aber der hatte erst noch Schicht, der ist ja Polizist und der hatte erst noch Dienst und ist dann nach seinem Dienst dorthin gekommen. Also wir hatten 45 Minuten alleine das hat gereicht. Mit Jude und wir haben ihm dann natürlich eine schöne Präsentation gemacht und mit ihm dann auch besprochen, wie sein Weg aussehen kann. Und da ist Glaubwürdigkeit ist ein ganz wichtiges Wort, weil die Jungs sind alle nicht blöd und die kriegen alles versprochen im Prinzip, weil jeder sie verpflichten möchte, aber du musst glaubwürdig bleiben. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut rübergebracht, auch natürlich mit diesen schönen Bildern, auch emotionale Sachen wie die Südtribüne, wie die Titel, die man gefeiert hat, etc., wie das in Dortmund aussieht. Und dann kam der Vater am Ende dazu, dann sind die wieder raus und haben gesagt, ja, wir sagen euch in den nächsten Tagen Bescheid und wir fahren jetzt schon mal, bleibt ihr noch ein paar Minuten hier, alles unter Geheimhaltung und
dann sind wir noch ein paar Minuten im Raum sitzen geblieben, in so einem typischen Besprechungsraum. Auf einmal nach 5 Minuten klopft es an der Tür, kommt der Vater wieder rein mit Jude und sagen, wir haben uns entschieden, wir kommen zu Borussia Dortmund. Also das war gigantisch. Das war gigantisch. Und jetzt soll plötzlich alles vorbei sein? Nach 44 Jahren? Michael, das letzte Mal, als es Borussia Dortmund ohne Michael Zorc gab, da kostete der Liter Diesel 88 Pfennig. Ja, hätte man heute gern wieder. Ne? Grease war der erfolgreichste Kinofilm und das Lied der Schlümpfe war der erfolgreichste Song. Ja, und ein Handy gab es nicht. BVB ohne Michael Zorc, einfach unvorstellbar. Ist das eigentlich, dieses Szenario, schon bei dir angekommen? Ja, man kann es sich ja nicht vorstellen, weil es eben noch nicht eingetreten ist, aber es ist ja bewusst gewählt. Ich habe jetzt auch das sehr lang gemacht und auch gern gemacht. Zum einen, glaube ich, ist es ganz gut, wenn mal ein paar neue Einflüsse wieder in den Club reinkommen. Und ich lasse das schon auf mich zukommen, habe ein bisschen Angst vor Samstag, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu Recht. Weil, da wird es dann für mich natürlich doch, glaube ich, sehr emotional. Und was danach kommt, also ich habe ja meine Plätze, werde ich dann auf der anderen Seite auf der Haupttribüne haben, werde den BVB verfolgen mit sehr großem Interesse, meckern wie die anderen alle und nur von der anderen Seite aus einem anderen Blickwinkel. Das ist das Angenehme dann. Was glaubst du, was wirst du am meisten vermissen und was überhaupt nicht? Das kann ich noch nicht sagen, Norbert, weil es noch nicht da ist. Also natürlich, was jetzt brutal ist, einfach die Arbeit mit den jungen Menschen. Unsere Spieler sind zum Großteil jünger als meine Kinder. Ja, also das ist eine ganz besondere. Was ganz Besonderes, was man hat, was einen auch jung hält. Ne? Das ist vielleicht was einem fehlen wird, aber ich schau mal. Michael, ich habe heute zu Beginn nicht umsonst gefragt, was deine Träume waren, als du zum BVB gekommen bist. Rückblickend muss man sagen, du warst bei 5 von 8 deutschen Meisterschaften dabei, bei 4 von 5 Pokalsiegen, bei allen Superpokalsiegen, beim Champions-League-Triumph und beim Weltpokal. Mit Fug und Recht kann man da sagen und jetzt zunächst auch zeigen, deine Träume wurden zu unserer Geschichte. Borussia Dortmund ist mein Verein. Das ist meine Stadt. Kapitän. Und Michael Zorc. Ansonsten habe ich mit dem Club mehr Zeit verbracht als mit den meisten Menschen um mich herum. Michael, du hast in einem Kicker-Fragebogen so Anfang, Mitte der 90er Jahre mal auf die Frage, welche Schlagzeile würden Sie gerne über sich lesen, geantwortet, Zorcs Träume haben sich erfüllt. Ich frage dich jetzt mal zum Abschluss, haben sich Zorcs Träume erfüllt? Ja, fast zu 100%. Und wenn man da die Bilder gerade gesehen hat, das waren, kriege ich fast Tränen in den Augen, das war wunderschön. Michael, wir sagen ganz herzlichen Dank. Es war ein großartiges Erlebnis, heute mit dir in Erinnerungen zu schwelgen. Ich musste auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schlucken.
Ja, das große Finale steht ja noch aus. Das werden wir am Samstag erleben. Wir haben auch inzwischen so viele schöne gemeinsame Jahre gehabt. Und, Jahrzehnte, Norbert. Und die Jahrzehnte. Und wir bleiben ja auf jeden Fall uns hier auch noch erhalten. Das war's. Das war die große Abschiedssendung Michael Zorc. Und wir haben gesehen, dass wir einen außergewöhnlichen Menschen- und Sportdirektor und ehemaligen Spieler nicht mehr in der Geschäftsstelle sehen werden. Aber woanders. Alles Gute. Vielen Dank. Hat richtig Spaß gerade mit euch beiden gemacht. Dankeschön.